Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von diesem Monat im Endiversum. Wir haben den Januar 2024 und beginnen das Jahr direkt mit einer riesigen Ankündigung. Nämlich werden wir uns einmal komplett umbenennen. Ja, ihr habt richtig gehört. Schon seit vielen Jahren machen wir nun Minecraft-Filme. Seit vor ungefähr 3 Jahren, nachdem ich nach einer kurzen Pause weitergemacht habe mit Minecraft-Filmen, habe ich so die Überreste von meinem damaligen Team Skyd Productions genommen, die kleinen Krümel, die noch übrig waren, und damit Future Studios gegründet, was bis heute die Filme macht. Und auch wenn natürlich ein paar Leute gegangen sind, viele Leute gekommen sind und das Team immer weiter gewachsen ist, wird sich daran auch nichts ändern. Was sich aber ändern wird, ist unser Name. Denn eigentlich war Future Studios immer als temporärer Name gedacht. Das war so bei der Ankündigung, habe ich mir Future Studios eigentlich nur ausgedacht, weil ein Discord-Server einen Namen braucht. Aber wir sind nie dazu gekommen, ihn zu ändern. Und immer wenn ich es wieder angesprochen habe, weil es mir immer im Hinterkopf blieb, sagen viele so, ist doch ein guter Name so. Und an sich stimme ich zu, ja, es ist ein guter Name, es ist wiedererkennbar, es ist einfach ein guter Name, so gute Brand und so, aber ein guter Name muss auch passen. Und Future Studios passt nicht wirklich zu uns. Vielleicht denkt man, es passt zu uns, weil wir jetzt schon so 3 Jahre lang so heißen. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, naja. Und nach viel Überlegen und langem Warten haben wir uns nun einen neuen Namen ausgedacht. Eine neue Brand. Und an Endiversum an sich wird sich nichts ändern. Das ist nur unser Team dahinter. Für das ihr euch übrigens gerne bewerben könnt. Erster Link in der Videobeschreibung. Aber dann würde ich sagen, Film ab und ich stelle euch unser neues Team vor mit ein paar neuen Projekten. Pablo Entertainment. Hey, wie bist du in meinen Meditationsraum gekommen? Egal, es wurde Zeit dafür. Mein Schöpfer hat mir die nahe Zukunft verraten und hat gesagt, ich soll sie vorstellen. Mein Name ist Mix. M-I-C-C-S. Und da wir uns schon mit Vornamen kennen, können wir uns duzen. Besser ist mein Heimatuniversum. Zumindest das vom Original-Ich. Ich bin mein Original-Ich. Meine Firma Mute wird in jedem Universum existieren. Oder sie existiert noch. Wie auch immer. Bald werden einige neue Abenteurer diese Welt durchkreuzen. Die Wälder, Wüsten und Tundren dieses schönen Universums. Erstens ein Junge, der keine Ahnung hat, dafür aber viel Potenzial. Zweitens ein Junge, der keine Ahnung hat. Nichts aber. Drittens ein Junge mit viel Ahnung, aber wenig erfüllbarem Potenzial. Viertens ein Mädchen mit viel Ahnung, aber begrenzter Kraft. Fünftens ein Junge, der manches an Ahnung und viel Potenzial hat. Sechstens ein Mädchen mit wachsender Ahnung und viel Potenzial. So hat mein Schöpfer mir die neuen Abenteurer beschrieben. Ob das wahr ist, werden wir sehen. Wenn ich diese Beschreibungen richtig interpretiert habe, müsste die GAPO hinter mindestens einem von ihnen sein.
Ach, die GAPO, die können manchmal echt bescheuert sein. Nur die Gründer wissen, wofür die Abkürzung steht. Und ich weiß es auch. Sie werden kämpfen müssen, sie werden helfen müssen. Vielleicht werden sie auch irgendwann aufhören müssen. Und damit meine ich beide Seiten, die Abenteurer und die GAPO. Aber das ist hoffentlich noch sehr lange hin. Und hoffentlich ist auch nicht lange hin, dass du diese Abenteuer sehen kannst. Wir sehen uns. Hallo, mein Name ist The Writer. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was macht der in Diversum Studios? Nun ja, in Diversum Studios leite ich mitunter eine Minecraft Doctor Who Fanfilmserie. Sagt man das so? Na gut, egal. Dieser Fanfilm wird sich um den Doktor in seiner x-ten Inkarnation drehen. Mit X ist übrigens die Variable gemeint, also kann man ihn überall in der Zeitlinie des Doktors einordnen. Der Doktor wird, wie eigentlich zu erwarten, auf der Oberwelt in ein kleines Villager-Dorf abstürzen und einen einzigen Menschen namens Etwas dort treffen, mit dem er sich auch schon direkt anfreundet. Und naja, die TARDIS ist bei der Bruchlandung mehr als sonst beschädigt. Mehr als sonst, da der Doktor öfters abstürzt. Naja, wie sie weiterkommen, müsst ihr selber rausfinden, wenn der Fanfilm irgendwann mal rauskommt. Da kann ich euch leider noch kein Datum geben. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß soweit. Bei Ndiversum und bei Ndiversum Studios. Bei Bessek oder was sonst noch in Zukunft dabei sein wird. Mein Gott, hier ist es ja ganz dunkel. Hallo, ich bin Sir Katox und mache hier im Universum immer mal wieder alles. Vom Audiodesign bis zum Color Correcting bis zum Musikmachen. Doch was mache ich eigentlich außerhalb des Universums? Zusammen mit Thor arbeite ich zurzeit an einem Projekt namens Kisten Royal. Mehr verrate ich aber euch noch nicht. Und sonst haben wir hinter den Kulissen ein paar Projekte, ja, und bei so vielen Ideen werden eigentlich, ja, wenige von den Spielen fertig. Naja, ich muss aber mal weiter, ja, ich habe auch noch einen Termin und so, ja, genau, ja. Au, Backe, so viele neue Projekte und Gesichter, da platzt einem doch fast der Kragen. Aber lasst uns doch mal heiter zurück zu den Wurzeln gehen und wieder über das Ndiversum reden. Denn das wird natürlich auch weiterhin bestehen. Doch für alle, die Fuchsteufelswild noch gar nicht wissen, was das Ndiversum ist, hier eine verschrobene Einführung. Das Ndiversum ist ein unglaubliches Universum mit fantastischen Geschichten, eingeschnappten Welten und schrulligen Charakteren. Wir sind gerade am Anfang des 2. Kapitels und der nächste Film, Der Riss der Zeit, wird Ende diesen Jahres erscheinen. Und genau darüber reden wir jetzt. Also gehen wir mal dorthin, wo der Pfeffer wächst und sprechen darüber, was der aktuelle Stand von Der Riss der Zeit ist. Das Drehbuch nähert sich der Vollendung, der Bau des Sets nimmt richtig Fahrt auf, das Design der Charaktere ist in vollem Gange und das Casting steht unmittelbar bevor. Und apropos Charakterdesign, von denen können wir euch schon einige zeigen. Das ist Franz großer Bruder. Ihr habt ihn vielleicht schon bei Frag den Cast Eiszeit gesehen. Dann haben wir Frederik. Er ist ein kleiner, stummer Fuchsjunge, der mehr weiß, als man vielleicht beim ersten Anschein denkt. Das ist Kitty. Sie kommt aus einer anderen Zeitlinie, die zerstört wurde, und sie ist entschlossen, dass das nicht auch zu dieser Zeitlinie passiert. Wie ihr bei Kitty und Frederik schon gesehen habt, haben die Füchse seit die Legende von Force ein kleines Update bekommen. So auch König Viono und Freya, die man dort schon kurz gesehen hat. Sie haben nun modellierte Schnauzen, Ohren und Schwänze. Solche Details werden in Zukunft immer mehr Charaktere bekommen. Außerdem schwebt eine Idee im Raum, die die Qualität und den Charakter unserer Filme um einiges erhöhen könnte. Doch da müssen wir noch etwas recherchieren und rumprobieren, bevor wir sicher sind, ob wir das umsetzen.
Nun habt ihr also Updates zu Riss der Zeit bekommen und kennt alle Marken von Endiversum Studios. Vielleicht werden es in der Zukunft auch noch mehr Marken und Projekte. Kommt in unser Team, erster Link in der Videobeschreibung, dann wird es vielleicht mehr. Aber dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei der ersten Folge von diesem Monat im Endiversum. Aber dann würde ich sagen, schalten wir über zur ersten Ausgabe von Kustos Geschichtsstunde. Wie fühlst du dich? Also lang werde ich nicht mehr. Ist schon gut. Mach dir keine Mühe. Wenn du nur deine Seele bist, außerhalb deines Körpers, sollten Wände oder Distanzen dich nicht mehr interessieren. Fliege einfach so schnell es geht in den Klon. Er ist gestorben, während ich geredet habe. Hoffen wir mal, er hat es geschafft. Das hat er. Da bin ich mir sicher. Grundgütiger! Diese plötzliche Wärme und diese grässlichen Geräusche. Wo bin ich? Warum ist dieser Teppich so feucht? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier nicht unter dem Creeper-Tempel ist. Was beim großen Creeperkopf war das? Ach du meine Güte! Aua! Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Die Bibliothek am Ende des Endiversums. Und wer bist du? Keine Spoiler. Was zum Erdbeben von 402 passiert hier? Hier gibt es ja Dutzende Bücher über das Endiversum. Erklärungen, Geschichte, das ist ja unglaublich. Dieses Buch klingt interessant.